Heute waren wir an einem Spot, den ich aus einem richtig Oldschool-Video kenne. Ich glaube, mein erstes Video, das ich von England gesehen habe. Und es gibt eine Menge Sprünge, die ich mir angeguckt habe und wo ich gedacht habe, hey, die könnte ich heute machen. Sie haben allerdings einen Spot-Fan, das sind jetzt Stangen oben auf den Mauern. Und erst dachte ich mir so, das ist ganz schön doof, jetzt kann ich gar nicht die Sprünge machen, die ich machen wollte. Aber dann ist mir irgendwie wieder eingefallen, hey, im Parcours geht es darum, sich an seine Umgebung anzupassen. Und das war einfach nur eine weitere Challenge. Eigentlich war es gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte, und ich wurde einfach wieder an so ein Basisprinzip des Parcours erinnert, nämlich ja, passt dich an deine Umgebung an und nicht andersrum. Allein diese Architektur überall, das kannst du nicht vergleichen mit Deutschland. Und ich habe das Gefühl, hier in Cambridge, egal wo du hingehst, denkt sich irgendwer, ja, da fehlt noch ein Geländer, bau doch mal ein Geländer hin. Obwohl es nicht mal einen Abgrund gibt oder sonst irgendwas, da wird einfach ein Geländer hingebaut. Ja, und deshalb kann man super geil trainieren. Es ist ziemlich interessant, den Spot erstmal zu sehen, und wenn man den in etlichen Videos immer wieder gesehen hat, seit 2007 etwa, seit ich das trainiere, seit ich Parcours mache, einfach mal da zu sein, das ist so wie andere Leute, die den Eiffelturm besichtigen und zum ersten Mal sehen. Es ist die gleiche Community wie bei uns auch, genauso freundlich. Man redet Englisch über die ganzen Moves und versteht sich einfach wunderbar, weil man halt genau das Gleiche trainiert und ist in seiner eigenen Welt. Yo, I flex fresh styles that mesh like textile. Up rock, you don't stop. Get up to get down. Sit down, listen. Start the transmission. Don't get caught slipping. You know it sounds terrific. Sisters, brothers, in-laws, and cousins. Stop all the fussing and start soul strutting. Push the button. We up in the function. So real ass please. No need for introduction. You know the steez, I spit and flow with ease. So we gonna make waves from here to overseas. It's the boom bap connection. True school perfection. To have all the true hip-hop fans reflecting on why they got into this music in the first place. Radio is sour in your mouth, it leaves the worst taste. First base, triple threat, home run in the zone with the microphone. Shogun, yo, Jay and Solo steps to the party. The met by the super devastating MC. So real, you can feel they making history instantly. You're in the place to be, and if it's something to step up, then he's bound to get served when the three combine. Fresh as a word, and yo, haven't you heard it's so real in the P's, and they got what you need in the place to be. Come on, while we in the lab, composing it great. Jay's on the board, solos in the crate. I'm on time, controlling the pace straight. Writing rhymes so my flow can escape. It's just three brothers with the wisdom of 10. Soul ignition, so let the mission begin. For those that oppose, take a piss in the wind, cause I delegate the melody and rhythm within. I'm ripping the pen and they chopping the break. Together so clever, man, we got what it takes. I've come too far to front, so I'm not gonna fake. My voice deep like the drop of the bass, rocking the place. 3 rap fans with a master plan. FL to ST, all the way to Japan. What will they create? You gotta wait and see. Cause in the lab with the 3, it's the place to be. Jay and Solo in the laboratory, are met by the super devastating MC. So real, you can feel they making history. Writing rhymes, banging beats in the place to be. Once the break is found, it's bound to get chopped when the 3 combine. Yo, they just don't. Für mich ist Parcours ziemlich viel mit einem Freiheitsgefühl verbunden, weil ich selbst in der Lage bin, durch die Bewegung, die eben nicht wie beim Turnen speziell an bestimmte Bewegungsstrukturen gebunden ist, mich auszudrücken. Und ich finde es auch cool im Parcours, dass man, egal wo man ist, eigentlich immer trainieren kann und dass es keine Grenzen in dem Sinne gibt, außer dass man natürlich Privateigentum respektiert und andere Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Durch die Tatsache, dass Parcours ja auch irgendwie noch nicht so bekannt ist, beziehungsweise früher nicht so bekannt war, gab es oft auch die Situation, dass Leute einen komisch angeguckt haben, wenn man irgendwo rumgesprungen ist, wo das halt nicht normal war. Und das führte auch so ein bisschen zu so einer fast Befreiung von sozialen Konventionen, weil man eben so viel Dinge durch seinen Sport macht, die nicht normal sind irgendwie für die Gesellschaft, dass man halt angefangen hat, generell zu hinterfragen, was die Gesellschaft so von einem will. Und das führt dann auch fast zu so einer Generalisierung eben dieser Lösung von gesellschaftlichen Konventionen, was eben auch zu einer Freiheitssteigerung, sage ich mal, führt. Wenn ich mich beim Parcours bewege, habe ich so ein Flow-Gefühl, wie es auch in vielen anderen Sportarten erlebt wird, wenn man eben eine gedankenfreie, flüssige Bewegung durchführt. Bei Parcours machen wir ja viele einzelne Runs und es ist einfach schön, immer wieder, wenn man merkt, es klappt, es läuft weiter,
Man kommt von dem einen Ort zum anderen Ort und man macht die Bewegungen, die man machen will. Also ich muss sagen, bei Parkour generell, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss auf eine Bewegung, gibt mir das sehr viel Freiheit von Gedanken vor allem, weil man hat es ja oft, dass man über den Tag an sehr viele Dinge denkt, aber im Parkour muss man so fokussiert sein auf die Bewegung, weil die Konzentration einfach notwendig ist für die Sicherheit, dass man eben dann frei wird automatisch von diesen Gedanken. Im Parkour ist es oft durch die Videos mittlerweile auch, es ist leichter Parkour zu machen, aber es ist gleichzeitig ein großes Potenzial da, dass man Parkour falsch versteht und Leute, die neu anfangen, wollen ganz viel schnell besser werden und ja, das führt dann irgendwann dazu, dass sie schnell wieder aufgeben, weil sie merken, der Fortschritt ist eben nicht so schnell da. Ja, so ein Vorteil heute mit Parkour anzufangen ist natürlich, dass es viel bekannter ist. Also man wird nicht mehr so oft von Spots rausgeschmissen, weil die Leute schon ungefähr wissen, was man tut. Und es gibt natürlich irgendwie Hallen und Trainer, die schon ein bisschen Erfahrung haben und einem sagen können, wie man zum Beispiel landet und wie nicht. Weil wir zum Beispiel früher hatten das ja nicht und haben einfach versucht, in den Videos das nachzumachen und haben dann vielleicht schlechte Landungen hingelegt oder nicht eine gute Technik gehabt und dadurch so kaputte Knie und sowas. Aber ja, es gibt auch Nachteile, finde ich, nämlich diese Videokultur, die es heute gibt, die viel mehr auf, ich sag mal, Hype und Adrenalin schon fast ausgelegt ist, die zeigt Kids eben, die heute anfangen, ein ziemlich verzerrtes Bild von Parkour, sodass sie vielleicht denken, dass richtig krasse Jumps der Standard wären. Und genau, das kann eben gefährlich sein, wenn die halt denken, das wäre der Standard und das müsste erreicht werden. Oft sieht man nur den Sprung und nicht diese ganze Prep vorher, also sich irgendwie die Kanten angucken und sowas oder diesen Sprung immer und immer wieder probieren, bis er eben komplett funktioniert. Und ich glaube, das kann auch ein falsches Bild erschaffen für Leute, die mit dem Sport anfangen, weil sie halt immer nur den Erfolg sehen und nie wirklich die Vorbereitung. Und ich denke, das ist wichtig, dass man heutzutage in den Videos eben auch Vorbereitung zeigt. Das vermitteln auch eben Videos von Profis, weil die ganzen Sachen können, aber wie viel Zeit und Arbeit eigentlich drin steckt, das sieht man eigentlich gar nicht. Und Parkour wird nicht geschenkt. Man muss wirklich viel dafür trainieren und man muss viel Zeit reinstecken und man hat immer wieder Rückschritte auch. Und das macht es so ähnlich beim richtigen Leben. Diese Analogien, die da vorliegen, wenn man darüber nachdenkt, hilft Parkour einem irgendwie im Leben weiterzukommen, weil es einem sagt, hey, wenn das jetzt nicht geklappt hat, ist nicht schlimm, dann machst du es nochmal und dann machst du es nochmal und irgendwann wirst du in irgendwas besser.